Und das ist wirklich richtig spannend. Zwar kommt sie von Melonbaus und... Hi Leute, willkommen zu einem neuen Format, nämlich The R-Zone. Wir wollen euch eure Fragen beantworten und stehen hiermit Rede und Antwort. Schreibt eure Fragen in die Kommentare bei YouTube, Instagram, LinkedIn. Let's rock the show. Die erste Frage, die wir uns heute vornehmen, ist von dem User EB543696 gestellt worden. Ja, das geht leicht von der Lippe, ne? Ganz einfacher Name und vor allen Dingen sehr gängig im Social-Media-Bereich, weil ich glaube, das ist die Fragestellnummer von deinem Auto. Und du wolltest von uns wissen, how about the calipers and brake disc weight? Also was wiegt die Bremsanlage? Und das ist eine ziemlich interessante Frage, weil man das immer ganz schön unterschätzt. Man denkt, ja, so ein kleines Bauteil kann ja nicht so viel wiegen, aber beides zusammen wiegt immerhin zwischen 22 und 23 Kilo, also doch einiges, denn pro Seite. Da kommt jetzt auch so ein bisschen der Knackpunkt. Das Thema Bremse ist oft unterschätzt. Wenn ich die Motorleistung von meinem Fahrzeug anhebe, muss ich natürlich die Bremse auch anpassen. Also das muss immer ein Zusammenspiel sein. Ihr müsst euch vorstellen, wenn das Auto an der Ampel steht und ihr fahrt los, müsst ihr diese Masse erstmal in Bewegung bringen. Und je mehr Gewicht ich dort einsparen kann in der Bauform, desto besser ist es für die Fahrdynamik des Autos. Ja, auf jeden Fall. Also gute Frage. Gehen wir zur nächsten über. So, jetzt kommen wir zu einem Part, der für mich sehr schwer ist, denn ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich ihn falsch ausspreche. Von Wojtek Jettler 4819 kommt die Frage: What is the best Volkswagen R car? Ja, das ist unmöglich zu beantworten. Können wir nicht beantworten, sind alle gut. Jedes Fahrzeug auf seine Art, würde ich sagen. Also wirklich. Jedes Auto hat seine Daseinsberechtigung. Du hast einen Supersportler, den Golf, du hast einen super schön großgeräumigen SUV, den Tiguan R, dann hast du ein sportliches CUV, den T-Roc R. Plug-in-Hybrid mit Plug-in-Hybrid. Wenn du mal reisen willst, dann nimmst du einfach mal den Arteon R, wenn es mal zügig gehen muss und du vielleicht auch über die Alpenstraßen fahren musst. Also wir haben eigentlich alles im Portfolio, was man braucht. Extrem schwer zu beantworten. Naja, eine bisschen fiese Frage. Ne? Man fragt ja auch nicht, welches Kind man am liebsten hat. Oh, das ist fies. Naja, von dem her, also können wir nicht beantworten, wir mögen alle sehr gerne. Nächste Frage kommt von Kairan Govans oder Kairan Goans. Wir wissen es nicht so ganz genau. Aber ist auch nicht so schlimm. Der Name ist auf jeden Fall interessant. Und du fragst, how the driving modes affect how much power goes to each wheel of the all-wheel drive. Und das ist wirklich richtig spannend, denn du möchtest gerne wissen, ob, wenn wir den Fahrmodi ändern, ob sich dann auch das Fahrverhalten vom Auto ändert, indem der Motor natürlich die Kraft verschieden an die einzelnen Räder abgibt. Und ja, das tut das Auto. Und genau das macht natürlich das R Performance Torque Vectoring. Genau, dazu haben wir euch auch schon mal ein Video gedreht, das wir euch nochmal verlinken. Und abhängig vom Fahrprofil, also von Komfort bis Drift, steuert der Torque Splitter unterschiedlich intensiv. Also im Komfort sehr sanft bis hin zu fast schon aggressiv, abrupt im Drift-Mode. Nächste Frage kommt von Wojtek Lendis. Und du möchtest wissen, which driving modes used for fun on snow? Isn't it too much to use the drift mode on the snow? Du möchtest also wissen, welches Fahrprofil perfekt für Driften auf Schnee geeignet ist und ob das Fahrprofil Drift dafür nicht ein bisschen zu krass ist. Und das ist eigentlich die perfekte Frage für Benny. Der ist nämlich die letzten 5 Wochen in Schweden unterwegs gewesen und da hat er bestimmt die eine oder andere Möglichkeit gehabt zu driften, oder? Auf jeden Fall. Also grundsätzlich, unser Drift-Mode ist ins Auto gewandert für Hochreibwert. Also immer dann, wenn viel Grip vorhanden ist. Sprich, du möchtest auf Asphalt, auf Beton das Auto in Drift versetzen, denn dort geben wir ja 100% schlagartig an das kurvenäußere Rad, je nachdem, ob du rechts oder links rum driften willst. Und das wäre jetzt auf dem Schnee zu viel. Das bedeutet, dass du im Prinzip nur 3 Räder hast, die dein Auto antreiben. Auf Schnee hast du wenig Reibwert. Das bedeutet, wenn dein Auto jetzt quer ist und du möchtest aus der Kurve raus beschleunigen, ist es ja clever, wenn du 4 Räder hast, die dich rausziehen aus der Kurve, um das Auto maximal zu beschleunigen. Also ich würde tatsächlich im Special Mode fahren, denn da funktioniert der Torque Splitter, das R Performance Torque Vectoring, mehr wie eine variable Hinterachs-Differentialsperre. Also du shiftest im Prinzip die Kraft von einem Rad wieder zum nächsten und hast dann, wenn du das Lenkrad gerade machst und nämlich aus der Kurve raus beschleunigst, 4 Räder, die dich antreiben. Und nebenbei, ich habe eine neue Bestzeit auf unserer Teststrecke damit aufgestellt. Oh, da muss ich auch bald wieder nach Schweden kommen, auf jeden Fall.
Auch bei der Frage hoffe ich, dass du mir verzeihst, wenn ich deinen Namen falsch ausspreche. Und zwar kommt sie von Melonbaus oder Melonbaus. Okay. Das wusste ich ja. Melonbaus möchte gerne eine Detailed Description of how to launch control, also eine genaue Beschreibung, wie er oder sie die Launch Control in unseren R-Modellen starten kann. Und das ist eigentlich relativ einfach, denn dazu haben wir bereits ein Video gedreht mit der lieben Joanna und das Video verlinken wir euch hier. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon mit der Premiere von The R-Zone. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Eure Fragen wurden beantwortet. Schickt auf jeden Fall weiterhin fleißig eure Fragen an uns, damit wir weitere Folgen von The R-Zone produzieren können. Uns hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, einen Blick in die Technik zu werfen und richtig tief einzutauchen, eure Fragen zu beantworten. Abonniert gerne den Kanal, um keine zukünftigen Videos zu verpassen und liked gerne das Video, damit wir sehen, ob es euch gefallen hat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Volkswagen.